Hallo zusammen! In diesem Video erzähle ich euch von einem Lade- oder Entladeregler für Batterien. Das ist dieses Modul im Gehäuse. Auf der Rückseite hat es Klemmen, an die das Ladegerät und die Batterie angeschlossen werden. Dies ist für die Ladefunktion. Wenn Sie dieses Modul zum Entleden verwenden, werden hier Last und Batterie angeschlossen. Ich zeige euch heute Anschluss, Einstellung und Zweck. Zuerst die Ladefunktion. Dazu habe ich eine 12 Volt Bleibatterie vorbereitet und ein Kabel vom Netzteil. Das wird unser Ladegerät für die Batterie sein. Das heißt, wenn wir es so an die Klemmen anschließen, fließt Strom, die Batterieladung. Damit die Batterie nicht überlädt, nutzen wir dieses Modul zur automatischen Steuerung des Ladegeräts. Die Klemmen sind mit VIN beschriftet. Das ist unsere Eingangsspannung, Plus und Minus. Hier führen wir Strom zu. Hier ist das Ladegerät. Rot ist Plus, schwarz ist Minus. Wir schließen es an und diese zwei Klemmen. Strom ist angeschlossen. Rot, Plus, schwarz, Minus. Das Display leuchtet hier. An diese Kontakte schließen wir die Batterie an. Polarität beachten. Plus an Plus, Minus an Minus. Die Farben passen. Hier Plus, an dieser Klemme Minus. Wir schließen alles an die Batterie an. Der Anschluss ist einfach. 2 Drähte rein, 2 raus. Jetzt dimme ich das Licht für das Display. So sieht man es perfekt. Oben steht die Spannung, unten die Ladung in Prozent. Einstellungen fehlen noch, daher ist es ungenau. Out bedeutet, Ladestrom fließt. Man kann manuell mit dem Abwärtspfeil abschalten. Off heißt, der Regler ist aus, er lädt nicht. Er schaltet nicht nach Spannung. Regler ist aus. Display leuchtet bei Stromzufuhr immer. Wir schalten ihn ein. Um den Modus Laden/Entladen zu wählen, halten wir den Aufwärtspfeil gedrückt, bis das Programm wechselt. Programm 2 ist Entlademodus. Wir wechseln zurück auf 1. Modus P1. Das ist der Batterielademodus. Jetzt stellen wir die Ein- und Ausschaltspannung ein. Die Zahnradtaste gedrückt halten, um ins Menü zu gelangen. Im Menü ist UP die obere Spannung. Unsere Bleibatterie lädt bis 12,8 Volt. 12,8 Volt heißt vollgeladen. Andere Batteriemodelle können andere Spannungen haben. Der Regler arbeitet von 6 bis 60 Volt. Man kann also jeden Akku in diesem Bereich nutzen, auch LiFePO4. Ich stelle 12,8 Volt ein. Hier schaltet die Ladung ab. Batterie voll, Regler trennt den Strom, dann zu DN, Down. Das ist die untere Spannung. Zum Entladen bis zum Beispiel 10 Volt. Je nach Akku stellt man hier das Minimum ein. Man wählt die Spannung, bei der die Ladung wieder startet. Bei 10 Volt. Ich warte nicht, bis sie leer ist. Ich stelle sie höher ein, auf 12 Volt. Wir entladen auf 12 und die Ladung startet sofort. Dann zu OP. Das ist die Ladezeit. Man kann Stunden und Minuten einstellen, zum Beispiel 8 Stunden. Wenn nicht benötigt, auf 0 lassen.
schaltet ab, wenn 12,8 Volt erreicht sind oder die Zeit abgelaufen ist. Sonst auf 0 oder hohen Wert lassen. Bei 2 Stunden lädt er nur 2 Stunden und stoppt vor 12,8 Volt. Dann DOP, die Einschaltverzögerung in Sekunden. Hier 10 Sekunden. Einstellbar von 0 bis 999. Das verhindert sofortiges Wiedereinschalten nach dem Stopp. Er startet erst nach der Zeit. Das schont das Relais bei hohen Lasten oder schwachen Batterien. Wenn die Spannung schwankt, meist braucht man das nicht. Zum Speichern Zahnrad halten. Alles gesichert. Aktuelle Spannung. Sie ist voll, also lädt er nicht. Wir müssen entladen. Ich stelle UP zum Testen mal auf 13,2 Volt. Wir überladen sie etwas für das Beispiel. Gespeichert. 12,7 Volt. Zum Starten muss sie auf das Minimum fallen. Wir nehmen 12 Volt. Ich schließe eine Last an. Die Lampe ist stark, Spannung bricht ein. Ladung startet. Lampe an. Ladegerät läuft. Eingestellt ist Laden bis 13,2 Volt. Nur noch ein kleines Stück. 13,2 erreicht, Regler trennt den Strom. Das Display blinkt. Ladung beendet. Er schaltet wieder ein, wenn das Minimum erreicht ist. Also bei 12 Volt. Wir testen das jetzt. Last an, Spannung sinkt. Regler startet wieder und lädt auf 13,2 Volt. Die 10 Sekunden Verzögerung laufen. In dieser Zeit bleibt die Ladung aus. Erst dann, bei 12 Volt. So läuft der Lademodus. Jetzt schließen wir anders an für den Entlademodus. Jetzt anders. Batterie an die 2 mittleren Klemmen. Polarität beachten. Plus an Plus. Minus an Minus. An die äußeren Klemmen kommt die Last. Hier eine 12 Volt Birne. Das kann Heizung oder Licht sein, was ihr nutzt. Vielleicht eine USV oder andere Geräte. Werden oft per Solar geladen. Der Regler verhindert Tiefentladung. Auch für Batteriezyklen, Laden-Entladen, ist dieser Regler sehr nützlich. Alles angeschlossen. Lampe außen, Last, Batterie in der Mitte. Strom an, schwarz minus, rot plus. Jetzt Modus P2 wählen, den Entlademodus.
Zahnrad halten für die Einstellungen und Parameter. 13,2 ist zu viel. 12,8. Hier ist sie voll. Die Last schaltet ein, wenn die Batterie voll ist. Weiter. Entladespannung. Da die Lampe stark ist, sinkt die Spannung. Wir nehmen 11,5 Volt zum Abschalten. Dann Entladezeit. Nach Zeit oder Spannung wie im ersten Modus. Auf 0 oder hohen Wert lassen, damit er nicht zu früh abschaltet. 2 weitere Parameter. Verzögerung wieder einschalten. Wichtig bei starken Lasten. Entladen bis 11,5 Volt. Erreicht er das, schaltet die Last ab. Aber dann erholt sich die Spannung oft etwas. Wir setzen ein Intervall, damit er nicht sofort wieder startet. Erst nach der Zeit, 0 bis 99 Sekunden, geht es weiter. Und Parameter 2. Wir testen das jetzt. Parameter 2 sorgt dafür, dass er bei Spannungseinbrüchen beim Start nicht sofort wieder ausgeht, sondern 5 Sekunden weiterarbeitet. Einstellbar bis 10 Sekunden. Ich zeige es euch. Speichern, Zahnrad halten. Fertig. Zum Einschalten mit dem Ladegerät auf 12,8 Volt hoch. Ich lade nach. Hochgeregelt. Sie brennt. Out heißt Entladung läuft. Ich verstecke die Lampe. Entladung läuft, Spannung bei 11,8. Runter auf 11,5. Hier 11,7, Entladung geht weiter. Bei 11,5 Volt trennt der Regler. Wenn die Spannung sich erholt, schaltet er wieder ein und entlädt erneut auf 11,5 Volt. Kurz warten bis 11,5. Das Display zeigt die Restzeit bis zum Abschalten. Man kann auch manuell mit dem Pfeil abschalten. Off, aus, on, an. Spannung sinkt. Kurz warten. Spannung erreicht. Countdown läuft. Batterie erholt sich etwas. Die Zeit wird gezählt. Sie hat die Startspannung nicht erreicht. Wir setzen das Limit auf 12,3 Volt für den Test der Verzögerung. 12,3 eingestellt. Gespeichert. Entladung auf 11,5 startet. Spannung sinkt. Und der Countdown. Batterie erholt sich. Verzögerung verhindert Sofortstart. Dann geht sie wieder an bis 11,5 Volt. So schaltet er sich periodisch ein, je nach eingestelltem Intervall. Er holt sich auf 12,3 und entlädt wieder. Das erlaubt tiefere Entladung trotz Spannungseinbruch. So arbeitet dieser Lade- und Entladeregler. Link ist in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.